Hallo zusammen, das hier stehende Blockschallbild sollen wir nun beschreiben und die Gesamtübertragungsfunktion daraus berechnen. Das heißt, G Gesamt im Laplace-Bereich gleich die Ausgangsgröße des Gesamtsystems, sprich y von s, durch u von s berechnen. So wie wir in der letzten Video gelernt haben, sollen wir versuchen, wenn wir solchen Blockschallbild bekommen, das System in Teilsystemen zu teilen. Wenn wir natürlich Standard-Blockschallbilden sehen. Ihr seht zum Beispiel, dass wir an der Stelle eine parallele Schaltung haben mit dem Eingang, nenne ich mal A, und Ausgang B. Ich sehe außerdem, dass wir eine Serienschaltung haben. Das wäre mit dem Eingang 10 und Ausgang B. Und letztendlich sehe ich nochmal eine Rückkopplung mit dem Eingang U von S und mit dem Ausgang Y von S. Das wäre das größte Blockschallbild, von dem wir die Übertragungsfunktion rechnen wollen. Lassen wir uns erstmal beginnen und die Teilsysteme beschreiben. Ich schreibe es als Eingang, als Ausgang und als Blockschallbild und natürlich die Gesamtübertragungsfunktion. Nenne ich hier G von S. Wenn ich meinen Eingang A habe und meinen Ausgang B haben, dann habe ich eine parallele Schaltung und die Übertragungsfunktion davon lautet G von A von S gleich mein G von 3 minus G von 4. Das ist genau diese Übertragungsfunktion minus diese Übertragungsfunktion. Dann habe ich als Eingang C und als Ausgang B, und das wäre ein seriengeschaltetes Blockschallbild. Deswegen ergibt die Übertragungsfunktion Gs gleich G von A von S. Das wäre unsere parallele Schaltung hier, mal G von 2 von S. Und letztendlich haben wir aus dem gesamten Blockschallbild eine Rückkopplung bzw. eine Gegenkupplung mit dem Eingang U von S und dem Ausgang Y von S. Die Übertragungsfunktion davon beträgt G Gesamt gleich G1 durch 1, weil wir ja ein Minus haben, also die Gegenkupplung, deswegen schreibe ich hier plus G1 wieder mal G von B von S. Ich könnte nochmal GB ansetzen, das ist dann gleich G1 von S durch 1 plus G1 von S mal G3 minus G4, das Ganze mal G2 von S. Und damit haben wir die Gesamtübertragungsfunktion dieses Blockschallbildes in weniger als 4 Minuten ermittelt. Ich hoffe, das könnt ihr auch später in eurer Klausur oder Klassenarbeiten
so schnell ermitteln. Damit wäre ich am Ende des Videos. Wenn ihr natürlich mehr erfahren wollt, wie man schnell die Übertragungsfunktion einer Parallelschaltung, Serienschaltung oder Rückkopplung ermitteln kann, ich empfehle euch, meine Videos anzuschauen, die hier oben gerade erscheinen werden. Ansonsten schaut euch noch weitere Videos auf meinem Kanal zum Thema Regelungstechnik und Maschinendynamik und auch Mathe oder technische Mechanik. Wenn ihr Fragen habt, lasst bitte eure Fragen in die Kommentare. Ich werde die mir gern durchlesen. Bis bald auf Studien-ING, Antwort zur Welt der Ingenieurwissenschaften.